Mein Name ist Thomas Gläser, ich bin als Produktionsleiter hier für die Contra K-Tour im Einsatz. Und wir befinden uns aktuell in der Phase 3 dieses Projektes. Phase 1, Phase 2 ist abgeschlossen, wir sind jetzt in Phase 3 und am Tourtag heute hier in Köln in der Lanxess Arena. Wir sind mit 12 Trucks und 4 Bussen unterwegs. Wir sind mit 60 Mann eigener Crew unterwegs. Und was ein ganz entscheidender Punkt aktuell ist, aber nicht nur bei dem Projekt, sondern bei den Projekten, die wir begleiten, ist die sehr, sehr kurze Projektplanungsphase. Also wir haben halt Projektentwicklung betrieben, schon während wir in den Proben waren. Das heißt, noch Ergänzungen vorgenommen während den Proben. Das ist ein Trend, den wir aktuell sehen und wo wir unsere Kunden bestmöglich bei unterstützen, um einfach die Projekte in dieser hohen Menge auf die Straße zu bringen. Das ist im Prinzip aktuell die größte Challenge. Wir haben begonnen mit der Vorbereitung für Phase 1, das waren die Festivals 2019, im März 2019, hatten den Probeaufbau zu den Festivals im Juni 2019, haben dann die Festivals gespielt, haben nahtlos an die Festivals begonnen, die Vorplanung für den Herbst zu machen. Man muss bei den ganzen Themen bedenken, es ist zu 90% Sonderanfertigung. Also das ganze Set, was ihr seht, die ganze Kulisse, die ganzen Dekorationsbauten, all das sind Sonderanfertigung. Das ist das, was ich meinte mit Projektrealisierung trifft Projektentwicklung. Das heißt, wir entwickeln in der Tat in Echtzeit. Ganz viel Entwicklungsleistung findet statt während den Proben. Wir haben am Set nochmal Änderungen in den Proben vorgenommen, auch baulicher Natur vorgenommen, designtechnischer Natur vorgenommen. Das heißt, die Projektentwicklung und die Projektrealisierung geht Hand in Hand heute. Also wir haben nicht mehr so, wie wir es kennen, dass wir für 2021 jetzt beginnen würden, eine Arena-Tour vorzubereiten, sondern wir haben im Schnitt ehrlicherweise eine Vorbereitungsdauer von 12 Wochen. Wir haben für die Tour ein 360-Grad-Element ergänzt, flogen eine B-Stage im Innenraum der Hallen. Das ist ein klassisches Beispiel. Wir hatten von der Idee, bis man sie heute sieht, einen Projektierungszeitraum von 14 Tagen, inklusive Genehmigung und Sachverständigenabnahme. Das geht nur, wenn du profundes Wissen bündelst und aus einem Netzwerk agierst, was das auch einfach sicherstellen und gewährleisten kann. Infinity Staging ist Zusammenschluss von 2 Unternehmen. Ein Unternehmen sitzt in Berlin, ein Unternehmen sitzt in der Nähe von Bonn. Wir kennen uns viele Jahre, wir sind uns seit vielen, vielen Jahren freundschaftlich verbunden und haben gesagt, okay, wir haben gewisse Werte, die wir leben wollen, die wir mit unseren Mitarbeitern leben wollen, die wir auch einfach in unserer Branche leben wollen. Und haben uns zusammengetan, die Fahne hochzuhalten, ein bisschen die Entwicklung auch in der Branche zu begleiten. Der Hauptgedanke ist, dass wir merken, dass es sich, ich sag mal, im Moment ja doch die Branche sehr, sehr stark entwickelt. Es wird immer mehr an Volumen, es wird immer mehr an Shows, es wird immer mehr an Komplexität. Die Planungszyklen werden immer kürzer und parallel stellen wir fest, dass viele gute Mitarbeiter in der Branche, auch nette, liebgewonnene Kollegen sich einfach weiterentwickeln wollen, die einfach aus ihrer Position heraus wollen und sagen, okay, es gibt einfach noch mal eine Ebene oben drüber und wir haben natürlich auch mit einem Generationswechsel zu tun, wo wir bestmöglich bei unterstützen wollen und unseren Kunden einfach auch bestmöglich performen wollen. Hallöchen, ich bin K. hier in der Köln Arena, Lanxess Arena, die große Schüssel mit ausverkauft, glaube ich, 14.000 Leute. Und dann schauen wir mal, dass wir einen guten Sound hinkriegen hier. Beschallungssystem haben wir dabei, die D&B Gisela wird sie freundlicherweise genannt. Das hängt hier
relativ viel Zeug rum. Ein paar Delays, Oberrang nochmal extra delayed. Und Coverage ist eigentlich vom Hauptsystem ist 80 Grad und dann die KSL, die außen rumhängen, sind 120 Grad zum Teil, damit wir den hinteren Bereich von der Halle gut covern können. Wenn man digital denkt oder modern denkt oder sonst was, dann ist es ja so, es muss im Moment gerade immer das Neueste sein. Das ist sehr lustig, das beobachte ich an meinen Kollegen. Da muss immer hier das 96 Kilohertz Gerät her und es ist auch sauberer, ich weiß es. Aber es gibt auch alte Freunde. Ich habe einen dabei. Das ist eine alte, also eine betagte Dame in einem Venue Profile. Schön mit 48 Kilohertz, noch ganz herkömmliches altes Ding. Kein Analogsplit, sondern digital vorne, irgendwie getrennt. Aber ich habe noch für das Schlagzeug und für ein paar Specials habe ich trotzdem noch analoge Geräte dabei, weil man da eigentlich immer noch sagen muss, so einen richtig guten Kompressor habe ich digital noch nicht gefunden für live, vor allem für live, weil da kommt es wirklich darauf an, dass auch ganz schnelle Sachen gefangen werden und dass die Recovery ziemlich schnell ist. Das heißt, man sieht da vielleicht im Hintergrund ein bisschen das alte amerikanische Zeug, Klassiker, teuer, aber gut. Von der Arbeitsweise ist es eigentlich wie üblich. Ich habe jetzt dann doch eine Menge Menschen auf der Bühne. Hatten wir viel Zuspielungen, also gerade Drums und so und Keyboards. Das haben wir alles jetzt bandgerecht ausgelagert. Wir haben 2 Percussionisten dabei, die tatsächlich einer Natur-Percussion spielt und der andere elektronische Percussion und ein richtiger Schlagzeuger natürlich. Und es läuft also nicht mehr viel Playback-Zeug mit, kann man ja mal so sagen. Also es ist eigentlich ganz unmodern, aber performt wird es trotzdem sehr, sehr gut. Und ansonsten schleppe ich natürlich für die Vocals ein bisschen Zeug mit, das ist auch klar. Aber im Prinzip wird das alles auf der Profile gemischt, schön in Stems zusammengefasst und auch so recorded für die Musiker. Wir kommen so auf die Art insgesamt auf so 65, 68 Inputs oder so. Und tatsächlich natürlich, Percussion weiß ja jeder, ein gefährliches Feld. Und man hat, wir haben 12 offene Mikrofone an der echten Percussion sozusagen und dann nochmal 6 Stereos an der elektronischen Percussion und dann das übliche Band-Setup, das sind so 40 Kanäle ungefähr, was die Band abliefert insgesamt. Und damit ist man dann halt bei der großen Kanalzahl, aber das lässt sich gerade noch ganz gut verwalten. Und ich fasse mir das auch immer so zusammen, dass die ganzen wichtigen Sachen pro Song auch immer auf der obersten Ebene liegen. Also Stimme verlässt nie den Raum sozusagen und der Finger verlässt auch nie diesen einen Fader. Der ist der wichtigste Fader. Und ich organisiere mir das so zusammen, dass ich quasi mit 24 Fadern eigentlich immer die wichtigsten Songbestandteile in den Fingern habe, weil Layer umschalten ist was sehr unangenehm ist für einen Traditionalisten wie mich, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ja, also wie man aus einer Studioproduktion in die Live-Umsetzung kommt, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Man muss normalerweise als Tonmann ziemlich genau wissen, woher der Künstler kommt. Und der kommt aus dem Studio. Das heißt, er muss erstmal sagen, was er von der Produktion tatsächlich, was ihm da wichtig ist dran. Und man muss selber natürlich auch Vorschläge machen können. Das heißt, man arbeitet viel mit dem musikalischen Direktor zusammen, mit dem MD. Und der sagt natürlich auch, wo es hingehen soll. Und dann nimmt man halt den Eindruck, den man selber aus der Studioproduktion gewinnen kann, nimmt man mit dem MD zusammen irgendwie in die Live-Umsetzung und guckt, was kann man davon wirklich effektiv richtig umsetzen. Viel von der modernen Musik ist so gemacht, dass sie eigentlich aus dem Handy gut klingt, aber auf einem großen System nicht unbedingt so funktioniert, weil alles sehr, sehr komprimiert ist und sehr, sehr anstrengend werden kann, wenn man es laut macht. Das heißt, man muss eigentlich quasi die Dynamik, die Live-Musik ja zwangsläufig gerne mitbringt, muss auch wieder zurückholen in die Live-Umsetzung. Man kann es auch so zusammenfassen, wenn du eine Live-Show gestaltest, dann musst du immer einen sehr prominenten Part bieten. Das ist die Stimme, die muss aber dann abgelöst werden vom nächsten und so weiter. Das ist eigentlich wie früher auch schon viel Popmusik gemacht wurde. Es gibt und auch klassische Musik gestaltet wird bei großen Orchestern, dass man immer führende Stimmen hat, die an das Beiwerk eigentlich eher zurückhält.
Und dann, wenn eine musikalische Aussage getroffen worden ist oder gesungen worden ist, dass dann die Antworten auch in einem dementsprechenden Verhältnis gegeben werden in der Musik und in der Beschallung natürlich, sodass man das Publikum auch erreicht. Weil wenn man eigentlich alles nur so hinwirft, dann ist es für ein Großkonzert wie das hier mit über 10.000 Leuten, sind so Feinheiten manchmal sehr, sehr schwer zu transportieren, sagen wir jetzt mal. Ich bin Tjora Hasubski, ich bin der Designer und Lichtoperator von Contra K hier heute. Das Lichtkonzept von Contra K ist mit dem Künstler selbst entstanden. Es ging erstmal darum, dass man vom Künstler erstmal so ein bisschen erfährt, was der eigentlich cool findet, was er blöd findet, wie er sich selber sieht. Also da wurde sehr viel gesprochen, hat aber nicht konkret gesagt, was er möchte. Und da er selber aus dem Kampfsport kommt, vom Boxen, habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, eine große Bühne zu bauen für ihn, die so ein bisschen industrial-mäßig ist, aber halt auch nicht so schmutzig wie Rammstein, sondern trotzdem so ein bisschen clean, diese Größe nochmal zu fördern. Aber ich mit 6 Moving Light Fingern, die von hinten nach außen gehen, um quasi die Bühne nochmal größer wirken zu lassen, um es halt immer quasi die offenen Arme darzustellen für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das eigentliche Set, das, was auf der Bühne steht, sehr breit und tief zu machen. Das ist tatsächlich auch ursprünglich auf 24 Meter geplant gewesen. Da sind wir jetzt ein bisschen runter, sind jetzt auf 18 Meter wegen der Realisierung. Darum geht es eigentlich tatsächlich, große, massive Bilder darzustellen, auch gar nicht mit viel Kleinkram. In der Show bewegt sich auch nicht unfassbar viel. Es geht tatsächlich immer viel um Bilder und ihn quasi auch durch diese Finger nochmal zentral hervorzuheben, sozusagen. Ja, ich bin hier der Head of Lights, der dabei ist, verantwortlich für das komplette Lichtsystem, was wir hier sehen. Wir haben ungefähr 300 Fixtures im Dach hängen und auch auf der Bühne natürlich stehen. Das sind 70 Megapointers von der Firma Robe. Wir haben knapp 60 JDC One von der Firma GLP. Zusätzlich 80 FR1 von der Firma GLP hier im Einsatz. Die 50 X4 Bars 20 von der Firma GLP. Plus nochmal um die 30 P5 von SGM. Also wir fahren das Ganze über MA-Net, haben im Endeffekt mehrere MPUs im Einsatz für die ganzen Parameter zu erhalten. Wir fahren das Ganze redundant, das System, sprich wir haben eine Ringleitung gelegt zwischen FOH, Bühne und wieder FOH. Das Ganze geswitcht, sodass wir hier ein sauberes System haben, was auch ausfallsicher ist. Also die Logistik war wirklich ein Part oder ist ein Part hier, der nicht zu unterschätzen ist, einfach durch diese riesen Setgröße, die ihr hier hinter uns seht. Dass man das wirklich alles timen muss hier und gucken muss, wo funktioniert es, wo kommt der Nächste rein, was hängen wir als nächstes hin und so weiter. Besonderheiten natürlich mit der B-Stage ist, sie kommt aus der Decke runtergefahren über eine C1-Anlage. Das Ganze wird mit Flammen erleuchtet sein. Unser Künstler wird dann unter diese B-Stage runtergefahren, mit einer Hubbühne hochgefahren, sodass er quasi dann auf dieser B-Stage erscheint. Das Ganze richtig klassisch ausgeleuchtet, mit 6er Bars, CP60 Brenner drin, dass man schöne enge Beams hat und oben drum einen Ring Vorlights für einfach das Publikum mitzunehmen. Wir haben keine Fronttraverse, es gibt halt nur diese Finger am Dach. Das Frontlicht wird generiert durch BMFL Washbeams, 8 Stück. 2 einmal in der Gasse auf dem Boden und 6 Stück auch in den Fingern, ein bisschen versucht versteckt. Sozusagen, eigentlich sollten da Leitern hin, das war aber ein bisschen schwierig in der Realisierung, weil wir da noch die Blinder und die IMAX haben und die PA. Die haben wir quasi in die Finger so hinten rein integriert. Die sind tatsächlich aber auch wirklich nur dafür da, die Band zu beleuchten. Natürlich ist die Band nicht perfekt ausgeleuchtet. Alle anderen, die auf der Bühne sind, auch nicht so 100%. Das ist auch gar nicht möglich. Da muss man eine Fronttrasse haben. Der Künstler selber kriegt noch 2 BMFL Follows, damit der auf jeden Fall immer am Start ist. Auf jeden Fall. Ich habe mich auf wenig Fixtures eingeschossen. Also wenn man jetzt einen Grid hat mit 1000 verschiedenen Fixtures, sieht es immer direkt aus wie in so einer Rumpelbude, finde ich persönlich. Aber allein der Body von so einem Fixture, das ist der erste Punkt tatsächlich. Und es geht halt darum, wie um Größe darzustellen, muss man auch versuchen, viele gleiche Lichter, Lampen
mit dem gleichen Output drin zu haben, um quasi nicht mehr die einzelne Lampe darzustellen, sondern die Masse an Lampen sozusagen als ein Bild sauber rüberzubringen. Wir haben hier ein Grandma-System mit 2 Lights und 4 NPUs für Parameter und so weiter. Grundsätzlich ist es eine Timecode-Show, die tatsächlich komplett durchprogrammiert ist, bis auf ein paar Blinder und so Kleinigkeiten, die man dann mal so macht, wenn man dann die Finger nicht davon lassen kann. Aber prinzipiell ist es eine komplette Timecode-Show, wo jeder Song durch eine MIDI-Note getriggert wird. Das heißt, es gibt hier so einen Knopf, der heißt Show-Start. Da drücke ich rauf, prinzipiell, und los geht's. Auch aufgrund der vielen Kleinigkeiten, die ich gerne auch betone. Also keine Ahnung, ein kleines Fill vom Schlagzeuger oder wenn man diese Drumline-Geschichte mit den Percussionisten sieht, da sind sehr viele Kleinigkeiten drin, die tatsächlich händisch gar nicht zu drücken sind. Genau, und um tatsächlich auch so eine Art Sicherheit zu haben, ehrlich gesagt. Damit man das System auch überwachen kann, ist total unkreativ. Aber hier für diese Produktion macht es total Sinn, das zu machen. Timecode und MIDI wird von unserem Keyboarder, von Johannes Werle, auf der Bühne generiert, aus seinem Ableton heraus. Schickt der mir eine MIDI-Note, bevor jeder Song anfängt einmal, sodass bei mir quasi sich die Songs einschalten, auch im Pult, sage ich mal. Und den Timecode kriegt er auch von mir, schmeißt er sich rein und dann gibt es quasi in den Proben sozusagen eine Aufnahme. Und mit dieser Aufnahme synchronisiere ich den ganzen Kram halt nochmal direkt. Ich bin vorher schon mal synchronisiert auf die Zeit 0 sozusagen, setze später ein Offset und kann dann locker genau auf diese Millisekunde sozusagen das synken, dass es einfach clean ist. Und selbst wenn er was schieben will, komplett, muss ich halt nur die Offset einmal schieben. Die LED-Wand ist unsere große Tapete. Das sind hauptsächlich Tapeten, die da gezeigt werden, mehr oder weniger, die sich bewegen. Die hat Andreas Babenko gemacht, auch in enger Zusammenarbeit mit mir und dem Künstler. Wir haben vorne eine Pandoras Box auf jeden Fall, die wird getriggert über den Timecode auch tatsächlich. Ich habe hier auf dem Pult nur die Opacity oder Intensity und kann sie quasi angleichen, dass es nicht zu hell oder zu dunkel wird. Das muss ich mal natürlich schauen, wie das mit dem Licht zusammenspielt. Ich programmiere tatsächlich die Rap-Show relativ aus eigener Intention, sage ich mal. Also der Rapper sagt halt schon, er möchte halt irgendwie bei dem Song blau haben oder er möchte irgendwie, dass es wild ist, dass viel passiert oder auch nicht. Das sind aber die einzigen Informationen. Grundsätzlich fange ich mit einem Bild an. Ich höre mir den Song an, baue mir irgendwie ein Bild, gucke mir dieses Bild an, schaue, ob das halt irgendwie dazu passt oder nicht. Und dann geht es halt weiter in die Liste sozusagen, Cue-Liste, dass man quasi für Strophen, Hook, Bridge, C-Part, wie auch immer, verschiedene Bilder darstellt und die gut miteinander kombiniert. Gerade bei so einer Show ist halt die Schwierigkeit dabei, dass wenn man zu viel macht, der Fokus vom Zuschauer sozusagen weggeht vom Künstler. Und das ist nicht meine Intention. Persönliche Highlights in der Show sind natürlich irgendwie der Boxring, der irgendwie aus der Decke runterfährt, weil das natürlich was Specialiges ist. Irgendwie, ne? Also verfahrbar, auf einmal steht der Künstler da, das brennt und so weiter. Und hat einen schönen Kontrastpunkt zur eigentlichen Show sozusagen. Aber ansonsten tatsächlich Kleinigkeiten, ich weiß es nicht. Also so richtiges Highlight, so für mich, wo ich denke, jetzt lichtmäßig ist das total geil, habe ich so gar nicht. Weil für mich zählt tatsächlich mal dieses Gesamtding, ob das ineinander griffig ist und schlüssig ist und funktioniert.